Das ist das rote Beete Carpaccio 1-1, die erste. Also wie Nanette schon gesagt hat, heute gibt es ein rote Beete Carpaccio, aber natürlich nicht nur rote Beete. Wir machen da auch ein bisschen Salat dazu und dann kommt das Beste des Ganzen, und zwar machen wir Ziegenkäse, den karamellisieren wir in Honig. Es wird so richtig lecker und dazu gibt es noch einen knusprigen Serrano-Schinken. Oh, da müssen wir gleich anfangen, das ist so geil. Für unser Rezept brauchen wir ein Dressing für unseren Rucola-Salat. Dann haben wir hier unseren Ziegenkäse. Den müssen wir eben mit Honig karamellisieren. Und dann haben wir noch ein bisschen Öl für den Serrano-Schinken. Unsere Pinienkerne müssen wir anrösten. Und dann natürlich noch unsere rote Beete. Den Ofen habe ich jetzt schon mal vorgeheizt für unseren Serrano-Schinken. Und wir kümmern uns jetzt um unsere Pinienkerne. Das kennen wir ja schon von einem anderen Video. Na, es geht noch nicht los. Das ist immer so, es geht los. Oh, Martin. Ohne Fett in der Pfanne, immer wieder ein Auge drauf werfen, sonst schwarz. Während unsere Pinienkerne jetzt rösten, kümmern wir uns schon mal Sprachenlernen Bubble. Um unseren Salat, das Salatdressing. Und zwar habe ich hier einmal Apfelessig, etwas Olivenöl und, was ich total geil finde im Dressing, das habe ich von meiner Mama den Tipp, ist Maggi. Das schmeckt so geil würzig, also ich hau das immer bei mir mit rein. Und Gewürze brauchen wir nur Pfeffer und Salz. Das rühren wir kurz um. Damit unser Salat schon mal so ein bisschen ziehen kann im Dressing, also unser Rucola, würde ich den jetzt schon mal reingeben. Der ist gewaschen und den schneiden wir einfach in Streifen. Mann, wieso fällt das immer runter? Ah, es geht schon los. Guck mal. Krass. Krass. Ein bisschen dürfen es noch, und dann kommt es raus. Oh Gott. Ah, nein, schon wieder daneben. Heiß. Jetzt musst du ihm so Feuerhaare machen. Joppa. Als nächstes schneiden wir jetzt unsere rote Beete. Die färben sehr stark. Am besten ein dunkles Brett verwenden, einen Handschuh, wer hat. Wenn nicht, sofort die Hände waschen danach, gescheit mit Spülmittel. Und die nehmen wir uns jetzt und schneiden die in schöne, dünne Streifen. Ist ja ein Carpaccio, also schön dünne Streifen. Sieht voll professionell aus mit so einem Handschuh. Das ist ja auch Meisterköchin. Die Meisterküche. Simmels Kitchen wird nur professionell gearbeitet. Ja, genau. Bloß nicht anfassen. Natürlich. Als nächstes kümmern wir uns jetzt um unseren Serrano-Schinken. Den werden wir kurz im Ofen richtig schön knusprig werden lassen. Und es geht total easy. Man muss den nur hier ein bisschen ausbreiten. Aufs Blech legen. Dann beträufeln wir das Ganze ein bisschen mit Öl und dann kann es auch schon in den Ofen. Ich habe jetzt schon mal die Pfanne angemacht. Die darf jetzt kurz vorheizen. Ja, zu brennen anfangen. Bubble. Und wir machen währenddessen auf die Ziegenkäsescheiben machen wir schon mal so ein bisschen Honig oben drauf, weil wenn wir jetzt gleich das Öl erhitzen in der Pfanne, stürzen wir die mit der Honigseite nach unten, damit es schon mal karamellisieren kann. Und dann beträufeln wir die andere Seite mit Honig und wenden das Ganze. Das Rapsöl gebe ich schon mal in die Pfanne. Wichtig, die Pfanne soll jetzt nicht total heiß werden. Das soll schön schmelzen, langsam karamellisieren. Der Käse soll ein bisschen weich werden und das geht nicht, wenn die Pfanne totale Hitze hat. Also ganz entspannt den Honig arbeiten lassen. Also wir setzen den schon mal hier rein, so ein bisschen ins Öl. Also auf die andere Seite geben wir jetzt auch unseren Honig drauf und wenden dann das Ganze. Karamellisieren, aber nicht verbrennen, das wäre gut. Also wird echt alles schön easy peasy gleichzeitig fertig. Ach, was für ein Rezept, also. Hört auf, das ist so blöd. Und jetzt wenden wir das Ganze, also mit ein bisschen Ruck drunter fahren.
Und tschüpp. Dann können wir schon anrichten. Das war's. Alles ist gleichzeitig fertig geworden. Also wir legen unsere rote Beete hier einmal schön auf den Teller. Mit einem weißen Teller sieht es halt hübsch aus. Und als nächstes kommt unser Salat drauf. Den verteilen wir einfach so ein bisschen. Jetzt setzen wir unseren Ziegenkäse drauf. Also einmal aus der Pfanne nehmen. Vielleicht eine Gabel zur Hilfe nehmen, damit es auch ein bisschen unfallfrei passiert. So, setzen wir das hier rein. Unser Serrano-Schinken ist jetzt schon kurz gestanden und jetzt wird er so richtig knusprig, sodass wir den jetzt auch brechen können. So. Jetzt kann man den, wenn man möchte, wie so ein kleines Segel in den Käse stecken. Dann garnieren wir das Ganze noch fertig mit unseren gerösteten Pinienkernen. Frischer Pfeffer. So kann sich das sehen lassen. Also genießen! Ich kann es kaum abwarten zu probieren, weil das so lecker ist. Wir wollen natürlich von allem etwas. Also ein bisschen Ziegenkäse, ein bisschen rote Beete, Salat. Das schmeckt so gut. Wow. Also wer den Ziegenkäse so noch nicht zubereitet hat, dem empfehle ich es wirklich. Der schmeckt so lecker. Und wer vielleicht keinen Honig mag, der kann auch Agavendicksaft oder so benutzen. Man kann auch statt Rucola kann man auch Feldsalat verwenden. Also da kann man sich ein bisschen spielen. Es schmeckt echt verdammt lecker. Das sage ich nicht einfach so. Ich meine es auch so, weil das habe ich schon oft gemacht und das schmeckt gut. Das schmeckt so gut. Aber mit diesem gut und es schmeckt lecker verabschiede ich mich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Sommertag. Bis dann. Wahrscheinlich regnet es an dem Tag, wenn wir